Das erste Rennen dieser Saison fand am 7. April in Weilbach-Gurten in Oberösterreich statt. Obwohl es den ganzen Tag über regnete, startete der Grünthaler Stockerclub hier mit 7 Fahrern und 2 Fahrerinnen. Hier die Nummer 789, Werner Maas auf seinem Prinz 1200. Er hat hier Glück, dass ihm das blaue Auto nicht aufs Dach fiel. Werner Maas erreicht aber dennoch nur einen 6. Platz. In den übrigen Läufen erreichte Adolf Mölzl einen 1. Platz und Albert Finzl schaffte sowohl im Vorlauf als auch im Endlauf einen 3. Platz. Damenlauf startete mit der Nummer 789 Gisela Maas, sie wurde 4. und mit der Nummer 780 Brigitte Franger, sie erreichte den 1. Platz. Herbig Haller, der seiner Brigitte als Erster gratuliert. Bei diesem Rennen fuhren wir zum ersten Mal mit österreichischer Lizenz. Um diese Lizenz zu erhalten und in der oberösterreichischen Landesmeisterschaft mitfahren zu können, mussten wir einem österreichischen Club beitreten. Wir taten dies, indem wir Mitglied beim SCC Weilbach-Gurten wurden, für den wir die ganze Saison fuhren und mit dem uns jetzt eine enge Partnerschaft verbindet. Hier die Nummer 29 im verbauten Lauf, Werner Maas auf seinem BMW Eigenbau. Aber bereits in der 3. Runde kam für ihn das vorzeitige Aus. Beim Lauf über 1700 Kubik startete mit der Nummer 35 Gucci Franz und dahinter Karl Sedelmeier, der hier den 1. Rang belegte. Im abschließenden Damenlauf erkämpfte sich Christa Gucci, Nummer 35, den 1. Platz und Brigitte Pranger wurde 3. Dieses Rennen in Sola bei Grafenau war von allen Mitgliedern ungeduldig erwartet worden. Denn hier startete zum ersten Mal Nummer 84 Adolf Mölzl auf seinem neuen Eigenbau. Sein Eigenbau hat ca. 200 PS und ist Allrad angetrieben. Ebenfalls mit einem neuen Eigenbau Nummer 87 Herbert Maas. Dieses Fahrzeug hat 230 PS und ist ebenfalls Allrad angetrieben. Als letzter unserer verbauten Fahrzeuge Nummer 89 Werner Maas.
diesem Rennen starteten wir zum ersten Mal in unserer neuen Teamfarbe Gelb-Grün. Sie brauchen also nur auf die gelb-grünen Autos zu achten, um unsere Fahrer zu erkennen. Und hier im Lauf bis 1300 Kubik Nummer 80 Herwig Haller auf Simca 1100. Und neben ihm Nummer 777 Horst Küchenmeister, der spätere bayerische Einzelmeister in der unverbauten Klasse. Mit ihm lieferte sich Herwig Haller im Laufe der Saison noch manchen Zweikampf. Herwig Haller erreichte hier einen dritten Platz. Im nächsten Lauf Nummer 83 Max Mölzl auf Renault Alpine. Und im Lauf bis 1700 Kubik Nummer 92 Horst Obermeier bei seinem ersten Stockerrennen. Er konnte einen beachtlichen zweiten Platz erringen. Im nächsten Lauf aus der ersten Startreihe Nummer 75 Franz Gucci. Und dahinter Nummer 76 Sebastian Balk. Franz Gucci, der vom Start weg führte, fiel in der letzten Runde aus. Im nächsten Lauf starteten 5 Fahrer unseres Teams. Hier die Nummer 88 Georg Maas auf Porsche. Und hier die Nummer 370 Albert Finzler. Und dahinter Nummer 77 Johann Frimberger. Ebenfalls dabei, aber bereits ausgefallen, Nummer 368 Karl Södelmeier. Der verbaute Lauf, Nummer 89 Werner Maas und dahinter Nummer 84 Adolf Mölzl, der hier gleich 2 Gegner ausschaltet, und Nummer 87 Herbert Maas.
Dieses Rennen wurde bereits nach 5 Runden abgebrochen, da nur noch 2 Fahrzeuge fuhren. Werner Maas, der als letzter ausgefallen war, erhielt den 3. Preis. Im Damenlauf startete mit der Nummer 80 Brigitte Pranger und mit der Nummer 92 Helma Grote. Und hier Startnummer 75 Christa Gucci. Sie machte den ersten Überschlag in dieser Saison. Hier das Aus für Helma Grote. Im Endlauf der verbauten Klasse startete von unserem Team nur noch Nummer 89 Werner Maas. Er errang am Ende noch den 3. Platz. Hier die Startnummer 330, das ist Herwig Haller auf seinem Simca 1100. Er fällt hier nach diesem Zusammenprall mit Horst Küchenmeister aus. Nummer 29, Werner Maas im verbauten Lauf.
der fiel in der 8. Runde aus. Und hier im gelb-grünen Audi Tadl Sedelmeier. Im nächsten Lauf mit der Nummer 26 Adolf Mölzl. Hier schickt er einen Gegner in die Büsche. Adolf Mölzl konnte aber trotz dieses Überschlags noch den 2. Platz belegen. Im abschließenden Damenlauf die Nummer 330 Brigitte Pranger. Sie belegte trotz dieses Drehers den 2. Platz. Im ersten Lauf mit der Nummer 330 Herwig Haller. Er revanchierte sich hier an Horst Küchenmeister für die beim letzten Rennen erlittene Niederlage. Er beendete das Rennen auf Platz 3. (29) Werner Maus. Zur Startaufstellung in Österreich sei noch gesagt, dass nicht wie bei uns nach Trainingszeit, sondern nach den bisher in der Saison errungenen Punkten aufgestellt wird. Die Fahrer, die noch keine Punkte errungen haben, werden auf die hinteren Startplätze verlost. Und außerdem wird immer fliegend gestartet. Hier Nummer 29, Werner Maus. Mit der Nummer 22
ein Teamgefährte vom Stockerclub Weilbach-Gurten. Werner Maus beendete das Rennen auf Platz 2. Im Lauf über 1600 Kubik Nummer 34 Karl Sedelmeier und dahinter Nummer 26 Adolf Mölzl, beide auf Audi 100. Außerdem dabei Gerd Spengler, der zum Schluss den ersten Platz belegte. Links der dritte im Lauf bis 1200, Herwig Haller. Hier der strahlende Sieger Gerd Spengler. Für Albert Finzel kam das Aus bereits vor dem Start. Betriebesschaden. Im Endlauf der unverbauten Klasse startete nur noch Herwig Haller, Nummer 330. Er schied aber bereits in der zweiten Runde aus. Und hier die Nummer 29, Werner Maus im Endlauf der verbauten Klasse. Er fiel in der 14. Runde aus. Beim Rennen in Gaiern bei Weißenburg startete Franz Gutschi, Nummer 75, ab Austin Mini 1300. Er konnte sich aber nicht platzieren. Im Lauf bis 1600 Kubik startete Heinrich Walzer, Nummer 91, zum ersten Mal bei einem Stockerrennen. Er konnte nach anfänglichen Schwierigkeiten doch noch den ersten Platz belegen.
Sieger Heinrich Walzer. Hier einige unserer treuen Fans. Das Rennen in Gaiern war zugleich der erste Meisterschaftslauf der Gruppe Nord. In der verbauten Klasse startete mit der Nummer 89 Werner Maus aus der ersten Reihe. Außerdem dabei Nummer 84 Adolf Mölzl und Nummer 87 Herbert Maus. Hier eine gekonnte Rolle von Adolf Mölzl. Und weil es so schön war, gleich nochmal eine. Werner Maus konnte seinen ersten Platz bis zum Ziel verteidigen und holte somit die ersten 5 Punkte für die Meisterschaft. Der Stocker Club Grünthal führte damit in der verbauten Klasse. Hier der Sieger. In der unverbauten Klasse startete aus der ersten Reihe Nummer 76 Sebastian Balk, Nummer 83 Max Mölzl und Nummer 80 Herwig Haller. Außerdem dabei die Nummer 84 Karl Sedelmeier, hier bei einem Überschlag, und vor ihm Albert Finzel, der bereits ausgefallen ist. Ein gekonnter Überschlag unseres Vorstanders Herwig Haller. Max Mölzl einen Gegner ausgeschaltet. Sebastian Balk fuhr einem sicheren Start-Zielsieg entgegen und Herwig Haller konnte trotz gebrochener Hinterachse noch den 3. Platz erringen. Dies bedeuteten 7 Punkte für unser Team und wir lagen damit an 2. Stelle in der Meisterschaft. Die Sieger Sebastian Balk und Herwig Haller. Ganz schön in die Zange genommen wurde hier Ferdinand Gassner. Sein erster Stockerrennen startete im verbauten Lauf Nummer 373 Walter Schweiger mit seinem BMW Eigenbau. Nummer 87 Herbert Maus und Nummer 89 Werner Maus.
Fahrer konnte nach einem hervorragenden Lauf den zweiten Platz belegen. Im Damenlauf startete mit der Nummer 83 Helma Grote, Nummer 75 Christa Gucci und Nummer 84 Brigitte Pranger. Christa Gucci wurde vierte und erreichte einen Punkt für die Meisterschaft. Und hier im nächsten Lauf Startnummer 369 Gerd Spengler. Er sah sich das Rennen von oben an. Im Endlauf der verbauten Klasse starteten nur noch Walter Schweiger und die Nummer 89 Werner Maus, der hier unsanft von der Bahn gedrängt wird. Während Werner Maus noch den dritten Platz errang, schied Walter Schweiger nach diesem Überschlag für die vorderen Plätze aus. Im Endlauf der unverbauten Klasse startete mit der Nummer 76 Sebastian Balk und die Nummer 91 Heinrich Walzer. Hier verursacht Sebastian Balk einen kleinen Stau. Reichte es jedoch für keinen unserer Fahrer für die vorderen Plätze.